Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir kein klassisches Review zu einer Kamera, weil ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich einfach nicht der Fotografentyp dafür bin. Ich wollte es aber einfach mal ausprobieren und selber meine Eindrücke sammeln. Und zwar geht's heute um die Leica M11P. Ich habe die Kamera von Fotoprofi zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat den Hintergrund, ich war in der Filiale, die ist dort ausgestellt. Ihr könnt dort also das Demo-Gerät ausprobieren. Und die ist mir da gleich aufgefallen, weil sie einfach mit ihrem schicken, matt-schwarzen Gehäuse doch sehr schick aussieht. Wir haben hier auch keinen Leica-Punkt, also keinen roten Leica-Punkt. Und das Ganze stand da im Regal und hat mich doch schon ein bisschen angemacht. Und ich habe auch einen Bekannten, der mit der M11 mit der normalen M11 fotografiert, und der ist super zufrieden damit, und ich wollte das Ganze einfach mal ausprobieren. Dieses Feeling, ja, nicht analog, aber eben digital mit dem manuellen Fokus und so weiter zu fotografieren. Einfach mal schauen, wie das Ganze so funktioniert, und das habe ich jetzt die letzten Tage gemacht. Also danke nochmal an fotoprofi.de, die mir die Kamera mit Objektiv zur Verfügung gestellt haben, und dann beginnen wir doch einfach mal. Wie gesagt, die Kamera kommt in sehr schlichten Matt-Schwarz und sieht dabei wirklich sehr schön aus. Also ich finde, vom Gehäuse her, von der Form her sieht das Ganze richtig toll aus. Mir gefällt es eben auch, dass kein roter Leica-Punkt drauf ist, weil das dann einfach ein bisschen schlichter ist. So kann man einfach nicht sagen. Leica baut schöne Kameras. Auch hier ist es wieder der Fall, und mit dem Aluminiumgehäuse in matt-schwarz haben sie da wirklich alles richtig gemacht. Jetzt ist es so, vom Gehäuse her, vom Handling ist es bei mir so, ich vermisse hier vorne ein bisschen den Griff. Das war auch schon bei der Q3 und so weiter so. Ich hätte einfach noch ein bisschen mehr Grip gehabt. Am Anfang hatte ich immer so ein bisschen das, ja, nicht Bedürfnis, sondern eher die Angst, dass mir die Kamera aus der Hand fällt oder so. Es hat sich aber relativ schnell gelegt, und vor allem hat sich's gelegt, weil, ihr seht es hier schon, ich habe den Gurt angebracht und habe die eigentlich so die meiste Zeit auch benutzt. Das hat den Hintergrund, ich war damit relativ viel unterwegs, auch immer so beim Laufen mit meiner Kleinen und so weiter. Und da habe ich die Kamera einfach so umhängen gehabt und konnte sie dann einfach, wenn ich gerade ein Bild machen wollte, direkt nehmen und ein Bild machen. Ich wollte sie da nicht in eine Tasche stecken oder sowas. Hat hier sehr gut funktioniert. Der Gurt an sich ist auch wirklich sehr hochwertig, genauso wie der Rest von der Kamera eben auch. Und wie gesagt, vom Handling her, es wird besser gehen, aber es ist in Ordnung. Also ich kann damit umgehen, man hat sich daran gewöhnt, und es ist jetzt auch nicht mehr die Angst da, dass die Kamera aus der Hand rutscht oder so. Sie ist auch relativ griffig, auch hier mit dem Leder, aber man kann es natürlich nicht vergleichen mit Kameras, die jetzt vorne so einen Riesengriff dran haben, wo man einen richtig festen Griff hat. So ist es hier eben nicht. Zum Handling an sich kann ich dann direkt auch noch sagen, am Anfang war es wirklich so, man schaut ja hier durch den Messsucher durch und kann dann hier so toll fokussieren. Das funktioniert auch alles ganz toll. Ich hatte nur das Problem, wenn ich im Hochformat fotografiert habe, und das habe ich meistens so gemacht mit allen anderen Kameras, die ich habe, weil eben auch die Hochformatgriffe hier eben so den Griff haben. Da war das Problem beim Fokussieren, ich habe durch den Sucher nichts mehr erkannt. Und auch hier der Entfernungsmesser ist bei mir öfters mal verdeckt gewesen, und dann könnt ihr einfach auch nicht mehr über den Sucher fokussieren. Da musste ich erst ein bisschen rumtricksen, um rauszufinden, woran es denn jetzt wirklich liegt, dass ich nicht fokussieren kann. Aber ich habe es rausgefunden, und ich habe mich dann natürlich auch daran gewöhnt, und jetzt geht es eigentlich wirklich sehr gut. Und ich muss schon sagen, mit dem Sucher macht es auch wirklich Spaß zu fotografieren. Ansonsten ist natürlich alles an der Kamera auch ein bisschen durchdacht. Ihr habt hier nur ein paar Knöpfe, die könnt ihr aber alle Leica-typisch frei belegen. Was nicht so ganz durchdacht ist, was ich aber schon von Apple kenne, deswegen hat es mich nicht so arg gestört, ist der USB-Port hier unten dran. Ich habe die Kamera über USB-C geladen. Da ist der Port dann natürlich hier unten dran, und das heißt, ihr könnt die nirgends abstellen zum Laden. Ich denke, das ist irgendwie technisch, aus technischer Sicht, ihr habt hier links und rechts gar keine Anschlüsse oder sowas, da musste der dann vermutlich unten hin, und es hat sich wahrscheinlich nicht ändern lassen. Es ist halt so eine Sache, es gibt ja auch extra noch ein Ladegerät für den Akku, das heißt, man muss die Kamera jetzt nicht unbedingt über USB-C laden, und wie gesagt, ich komme von Apple, da kennt man es ja schon von der Maus. Mit der M11P bekommt ihr hinten ein kratzfestes Saphirglas-Display, das sollte euch also keine Probleme bereiten, wenn ihr das auch hier so umhängen habt. Hier ist jetzt eine Schutzfolie aufgebracht. Das ist auch für mich ein bisschen beruhigender, weil ich möchte natürlich nicht, falls doch irgendwie was
kratzbar wäre, dass hier was verkratzt wird, gerade am Demo-Modell. Ansonsten kommt die Kamera mit 256 GB internen Speicher und das ist schon wirklich sehr cool, weil man muss sich einfach null Gedanken über eine Speicherkarte machen. Wenn man die mal vergisst oder so, ist es kein Problem. Der Speicher hier drin ist da. Der ist auch relativ schnell, macht jetzt natürlich bei der Bildrate von, ich glaube, 4,5 Bilder pro Sekunde, was die Kamera maximal kann, nicht so den Unterschied. Aber es ist natürlich toll, eine interne Speicherlösung zu haben. Das könnten ruhig andere Hersteller sich auch mal ein bisschen abgucken. Ansonsten, ich hatte es ja gerade von der Bedienung her, die Kamera kommt mit nicht wirklich vielen Bedienelementen. Also ihr habt hier ein Rad für die Verschlusszeit, ein Rad für die ISO. Ihr habt natürlich an den Objektiven vorne den Blendenring und ihr habt hier hinten 3 Buttons, welche ihr euch natürlich auch frei belegen könnt und so ein kleines D-Pad, wo ihr nach oben, unten, links, rechts und in der Mitte drücken könnt. Oben neben dem Auslöser habt ihr noch einen kleinen Button, wo ihr euch eine Funktion drauflegen könnt und hier eben ein Daumenrad. Beim Daumenrad ist es so, das war standardmäßig gar nicht belegt und ich habe mir da erstmal die Belichtungskorrektur draufgelegt, weil ich das Gefühl hatte, beziehungsweise in Bildern gesehen habe, dass die Kamera manchmal vor allem in Gegenlichtsituationen ein bisschen unterbelichtet. Da habe ich mir dann die Belichtungskorrektur draufgelegt, damit ich da einfach die Belichtung anpassen kann. Was ich dann aber nicht beachtet habe, war, wenn ich unterwegs bin und so ein bisschen durch die Gegend laufe, dann kann das sein, dass die Kamera hier ein bisschen hin und her schwingt und ich habe sie da natürlich angelassen, weil die Akkulaufzeit ist auch wirklich sehr gut und dann hat sich hier die Belichtung verstellt. Und wenn ich dann durch den Sucher geguckt habe, sieht man das auf den ersten Blick erstmal nicht. Und deswegen habe ich mir ziemlich schnell die Belichtungskorrektur hier vom Rad wieder runtergelegt und habe mir das auf eine Taste gelegt, damit das einfach, ja, nicht zu Verwechslungen kommt, beziehungsweise eben nicht zu Verstellungen, die mir dann meine Bilder nachher versauen. Ansonsten kannte ich das Menü natürlich auch schon von der Q3 und der SL3. Das ist ja fast gleich aufgebaut. Es ist Leica-typisch sehr übersichtlich aufgebaut. Man findet sich da also relativ schnell zurecht und man muss auch sagen, man hat ja hier gar nicht so viele Funktionen, wie es jetzt komplett andere Kameras zum Teil bieten, wo man dann auch noch den Autofokus und so weiter groß konfigurieren kann, weil hier gibt es sowas eben nicht. Es ist aber wirklich übersichtlich und es lässt sich alles einstellen, was man so braucht. Und deswegen, ich bin mit der Menüstruktur und so weiter sehr zufrieden und kann da nur Lob aussprechen, dass das einfach so gehalten wird, weil es macht sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Beim Fotografieren selbst ist mir dann so ein bisschen der Auslöser aufgefallen, weil man muss da schon ein bisschen durchdrücken. Ich habe da so das Gefühl gehabt, dass ich da immer so eine kleine Verzögerung drin hatte. Also da war es wirklich so, ich habe Bilder gerade von meiner Tochter, meiner kleinen Tochter gemacht und hatte da immer das Gefühl, beziehungsweise habe es auf den Bildern gesehen, dass ich immer einen Tick zu spät ausgelöst habe. Also ich habe es eigentlich auf die Auslöseverzögerung geschoben, aber es ist auch einfach das Auslösergefühl, was man hier so hat. Da muss man sich dran gewöhnen, aber wenn man es dann auf dem Schirm hat, dann hat man da auch null Probleme und kann richtig schöne Bilder damit machen. Und jetzt ist es ja so beim Fotografieren. Über den Sucher könnt ihr hier manuell natürlich scharf stellen und es funktioniert auch sehr gut. Ihr habt aber hinten natürlich das tolle Display und das hilft euch auch. Ihr könnt da ein Live-View benutzen und auch Focus Peaking aktivieren. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das so in der Leica-Welt bei den ganzen Leica-Fotografen angesehen ist, wenn ich an einer M11 dann den Live-View benutze. Aber ich sage es auch einfach mal so, wenn man ein Bild perfekt framen will und dann nachher nicht croppen will, dann hilft einem das Display hinten natürlich schon. Weil klar, über den Sucher sieht man auch die Begrenzung, aber natürlich nicht so 100% genau wie hinten auf dem Display. Und deswegen, das Display ist da, ich nutze es auch. Jetzt nicht dauerhaft, weil über den Sucher macht es wirklich viel mehr Spaß, aber ich habe es genutzt und habe auch kein Problem damit, das irgendwie zu sagen, weil es ist da. Wenn ich es nicht haben wollte, könnte ich mir auch eine M11D holen, da ist das Display hinten nämlich weg. Also wie gesagt, das Display, das ist auch fest hier hinten, das lässt sich nicht klappen oder so. Das ist richtig gut und lässt sich natürlich auch zur Bildkontrolle 1A benutzen, weil man hier seine wunderschönen Bilder einfach sehr toll kontrollieren kann. Und für diese wundervollen Bilder ist natürlich der 60-Megapixel-Sensor verantwortlich, den man auch schon aus der Q3 und der SL3 und so weiter kennt. Und der macht auch hier einen richtig tollen Job. Also die 60 Megapixel, gerade in Verbindung, ich habe hier das 35 f2 Apo-Objektiv drauf. Das löst richtig toll auf und hat einfach eine richtig saubere Bildqualität. Ihr habt eine Base-ISO von 64, da ist also auch untenrum null Rauschen zu erkennen und ich bin wirklich happy da damit. Also die Bildqualität auch schon in der Q3 ist wirklich der Hammer und hat mich voll überzeugt, dass hier so ein Sensor auch wirklich reingehört. Vor allem
Bei mir ist es auch so, ich tue im Nachhinein ab und zu auch mal noch ein bisschen croppen und das sind 60 Megapixel natürlich auch super. Ich muss mal hier kurz fotografieren, weil die Katze ist im Baum. Ich hoffe, die Kleine kommt da wieder ohne Probleme runter. Zurück zur Kamera. Wie gesagt, der 60 Megapixel Sensor macht wirklich eine richtig tolle Arbeit und passt in die Kamera 1A. Die M11P ist hier jetzt auch wirklich eine der wenigen Kameras, zusammen mit einer Q3 vielleicht noch, die ich auf RAW mit JPEG stehen habe. Das hat den Hintergrund, ich nehme sehr gerne dann Bilder in Schwarz-Weiß auf. Die sind dann natürlich im JPEG gespeichert und Leica hat da halt seinen eigenen Look. Die haben Farbprofile, das macht richtig Spaß, da die Bilder so aus der Kamera raus zu benutzen. Aber ich möchte natürlich auch die RAWs, um die Bilder noch im Nachhinein besser bearbeiten zu können, wenn da irgendwie was wäre. Deswegen RAW und JPEG funktioniert mit der Kamera natürlich auch 1A. Und wie gesagt, es macht wirklich sehr viel Spaß, eben mit diesem Bildeindruck, den die Kamera so hinterlässt, zu arbeiten. Und zum Fotografieren selbst muss man einfach sagen, das ist ein sehr entschleunigendes Fotografieren. Also gerade durch das, dass man eben manuell fokussieren muss, dauert es zwar ein bisschen länger, aber man nimmt sich für die Bilder auch einfach viel mehr Zeit. Das heißt, auch vom Framing und so weiter ist da einfach mehr Zeit und vielleicht so ein bisschen mehr Gedanken übers Bild machen dahinter. Und gerade das manuelle Fokussieren hat dann halt so den Hintergrund, man fühlt sich schon ein bisschen mehr als Fotograf, wie wenn man jetzt einfach nur den Autofokus arbeiten lässt. Es ist aber natürlich auch so, für mich, jemand, der von Kameras kommt, die mit die besten Autofokus-Antriebe haben, welche es aktuell so gibt, ist es schon eine krasse Umgewöhnung gewesen. Und es ist halt so, ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt 1,5, die spielt viel rum, die rennt viel rum und so weiter. Und da macht es eine manuelle Kamera schon sehr, sehr schwierig, da auch richtig scharfe Bilder zu treffen. Also bei mir war es so, dass ich beim Großteil, wenn sich meine Tochter bewegt hat, eigentlich nie wirklich ein 100% scharfes Bild hatte. Klar, 35 mm Blende 2 und dann ein relativ geringer Abstand. Das spielt dann natürlich mit rein, aber es war halt wirklich so, mit Autofokus, zack, 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 die Bilder sind knackscharf auf dem Auge und so. Das ist hier natürlich ein ganz anderes Erlebnis, aber es macht trotzdem Spaß. Also es ist wirklich so, es ist entschleunigendes Fotografieren und man nimmt sich die Zeit dafür dann auch. Wenn ich jetzt eine Kamera bräuchte, wo ich zack, zack meine Bilder schnell bräuchte, dann wäre das hier natürlich auf gar keinen Fall was für mich. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich einfach die Zeit zu nehmen, rauszugehen und dann hier ein bisschen hin und her zu fokussieren, was man denn jetzt wirklich scharf haben will und so weiter. Man macht sich da einfach sehr viel mehr Gedanken darüber. Das manuelle Fokussieren muss man einfach üben und dann klappt es aber irgendwann auch und das klappt dann sogar ziemlich gut, außer halt eben bei bewegten Motiven wie jetzt meiner kleinen Tochter oder so. Und was ich auch noch festgestellt hatte, war so ein bisschen das Fokussieren über den Sucher natürlich bei Lowlight. Da hatte ich immer so ein bisschen das Problem, wirklich zu sehen, wo jetzt die Schärfe genau ist und die Schärfe auch richtig zu treffen. Also klar, ich habe Bilder gerade, wenn sich jemand nicht bewegt hat oder so, dann hat die Schärfe dann nachher schon 1A gepasst. Aber es war so, im Lowlight ist mir das schon ein bisschen schwerer gefallen als jetzt tagsüber, wo man auch harte Kontraste und so weiter hat und das sehr gut erkennen kann. Also da muss man schon viel üben und viel Übung reinkriegen und dann klar, wenn jemand nichts anderes macht, der wird damit klar nochmal ganz anders umgehen wie jetzt ich damit. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und dann natürlich die Frage, ist das Setup jetzt was für mich? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte sowas gern. Weil es macht einfach wirklich sehr viel Spaß. Und es ist gerade so, wenn man rausgeht und ein bisschen unterwegs ist und so und die Kamera dabei hat, einfach um ein paar schöne Bilder aufzunehmen, das macht sehr viel Spaß. Aber das Setup hier kostet 16.000 Euro, sogar ein Tick über 16.000 Euro und das ist natürlich schon ein Haufen Geld. Und für mich als jemand, der die Kamera nie als Hauptkamera verwenden würde, ist es einfach zu viel Geld. Das wäre bei mir eine Dritt- oder Viertkamera und dafür ist es einfach weit weg von, oh, ich werde mir sowas mal als Spaß gönnen. Da muss ich noch ein bisschen mehr Geld mit YouTube verdienen, dass sowas mal zustande kommen würde. Aber ich muss sagen, es macht halt wirklich Spaß. Und was ich während dem Fotografieren gemerkt habe, ich bin doch schon mehr so der Freund vom Autofokus, hat man jetzt natürlich wahrscheinlich auch rausgehört. Und während dem Fotografieren kam mir wieder der Gedanke mit einer Leica Q3. Die perfekte Kamera bzw. die perfekte Leica nenne ich es jetzt mal für mich wäre nämlich eine M11 mit Wechselobjektiv
mit Autofokus. Also so gesehen eine Q3 mit Wechselobjektiv. Und wenn es sowas mal geben wird, da könnte ich schon sehr, sehr schwach werden, weil an sich der Body und so weiter, das Handling und so, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich habe wieder drüber nachgedacht, ob ich mir vielleicht doch eine Q3 holen soll und dann eben der Hintergrund, hole ich mir die mit 28 mm oder mit 43 mm. Bisschen schwierig so, ich muss mal in mich gehen. Anfang Februar geht es nach New York auf einen Fotoausflug mit dem besagten M11-Kumpel und so eine Kamera wäre da natürlich perfekt. Mal schauen, was sich da noch so ergibt. Auf jeden Fall danke ich nochmal Fotoprofi und der Filiale in Ludwigsburg, welche das überhaupt möglich gemacht haben, dass ich die jetzt wirklich mal für ein paar Tage ausprobieren konnte. Und ich muss schon sagen, es macht schon Spaß. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, schaut in Ludwigsburg beim Fotoprofi vorbei. Die haben die dort ausgestellt und auch ein paar Objektive zur Auswahl, dann könnt ihr euch das auch mal genauer angucken. Ich muss in mich gehen und das Q3-Thema noch mal ein bisschen über mich ergehen lassen, so gesehen, weil da kann es ja dann auch manuell und mit Autofokus fokussieren. Also es macht schon sehr viel Spaß. Es lässt mich nicht ganz los, dieses Leica-Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war jetzt, wie gesagt, kein klassisches Review. Ich wollte euch einfach nur mal meine Gedanken dazu rüberbringen. Was ihr davon so denkt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich habe mit dem Video jetzt nicht irgendwelche Leica-Fotografen angegriffen oder irgendwie sowas, weil ich ein Live-View verwende. Wer weiß, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.